MyVelo kommt ja aus dem Rennsport. Die bauen nicht nur Falträder, sondern sie bauen High-End-Rennräder jetzt neuerdings, sogar mit höchster Ausstattungsstufe und einem Flip-Flop-Effektlack in grün. Es ist viel geiler in echt, also als es hier auf der Kamera ist. Es sieht schon richtig gut aus, aber ich kann es gar nicht so gut einfangen, wie es in echt rüberkommt von der Optik her. Wir haben zwei junge Männer hier. Du bist 32, glaube ich. Richtig, genau. Der Vincent. Hallo Vincent, grüß dich. Und du bist 31. Ihr beide habt euch kennengelernt auf der Rennstrecke im zarten Alter von 9 Jahren oder 10? 9 und 10, genau, sowas. Und haben seit jeher gemeinsam Radrennen bestritten. Natürlich auch viele Trainingskilometer gemeinsam abgespult. Und da entstand dann wirklich eine innige Verbindung zum Fahrrad, insbesondere auch zum Rennrad. Wie bist du zum Radsport gekommen eigentlich, Vincent? Ganz witzige Geschichte. Die zweite Frau von meinem Vater aus Holland, damals Radfahrerin. Der Vater ist Rad gefahren und dann habe ich gedacht, cool, das mache ich auch mal. Ja gut, jetzt ist aber doch natürlich ein Unterschied, ob du jetzt, ob man jetzt ein Holland-Fahrrad fährst oder ein Rennrad. Schon auch tatsächlich ist er Rennrad gefahren, genau. Das macht Spaß. Also es ist ja nicht nur so, dass die Leute in den Niederlanden nur irgendwelche Hollandräder fahren. Was hat er gefahren, im Kreis immer oder auf? Also du wirst lachen, ja. Wir haben uns tatsächlich kennengelernt auf der Tatanbahn um den Sportplatz rum. So, da war es wirklich nur der Kreis. Dienstags die Trainingsstrecke war immer ein Viereck, auch im Kreis. Aber ansonsten tatsächlich auch mal ein bisschen Überland und die Berge hoch hier bei uns im Schwarzwald. Im Saarland gibt es eine ganz tolle Rennbahn, die ist mitten in Saarbrücken. Genauso eine Rennbahn, wie ihr die habt, die ist nicht mehr in Betrieb, aber das war in den 50er, 60ern war das ganz heiß, oder? Ja, da war auch immer ein Rundstreckenrennen, sind wir auch schon öfters gefahren. Im Saarland? In Saarbrücken, ja, genau. Aber die ist nicht mehr in Betrieb, die ist irgendwie im Wald eingewachsen mit allem drum und dran. Also es gibt da wirklich so ein Rundstreckenrennen und dann fährt man da halt auf so einem 4, 5, 6 Kilometer Parcours dann entsprechend 10, 20, 30, 40 Mal um die Wette. So, jetzt habt ihr ein neues Fahrrad entwickelt, das ist komplett von euch entwickelt. Der Rahmen, den habt ihr selber entwickelt? Wir haben tatsächlicherweise auch auf was aufgesetzt, was auch wirtschaftlich Sinn macht und sind jetzt eben hier einmal mit dem Tourmalet, mit unserem Bergrad am Start. Bergrad deshalb, weil es einfach nochmal etwas leichter ist wie das Aerorad. Es ist sehr leicht. Wir reden hier über 6 Kilo? Ja, also in der Top-Ausstattung dann so bei 6,8. 6.800 Gramm. 6.800 Gramm. Dann haben wir dran eine Dura Ace, Di2 12-fach. Also die neueste Schaltung von Shimano plus Cosmic Ultimate sind aktuell die leichtesten, einer der leichtesten Rennräder oder Felgen. Ja, ich filme ja immer viele Mountainbikes, hier ist alles anders. Ultegra heißt hier die Schaltung zum Beispiel und die ganze gibt es auch voll elektronisch. Die hier ist auch schon elektronisch. Genau, also wir verbauen nur noch bei unseren Rennrädern die i-Tour, also im Grunde die elektrische Version von der Schaltung. Los geht's da bei der 105. War früher mal eine Einstiegsgruppe, ist aber heute echt schon richtig, richtig gut. Ultegra ist schon Premium und Dura Ace ist halt wirklich over the top. Das war früher, hatte ich das Gefühl, sind die Leute viel mehr Rennrad gefahren oder kommt das wieder? Das kommt gerade wieder. Also klar, natürlich so eine Ära, Jan Ullrich, die hat eben auch mich zum Radfahren bewegt. Die hat natürlich dann irgendwann mal in den 2000ern auch wieder so ein bisschen federn gelassen, aber die Liebe zum Radsport ist in Deutschland schon auch groß. Ja, Thema Doping kann ich mich noch dran erinnern, dann war irgendwas da. Also das heißt, hier geht es richtig mit harten Bandagen zu. Das Thema ist ja auch Sponsoring mit allem drum und dran. Viele fahren aber nur einfach so, weil sie, ich sag mal, aus Spaß an der Freude. Also gerade in Frankreich, ich wohne in Frankreich, fahren viele noch Rennrad. Ja, absolut. Ich sage jetzt mal die Länder Frankreich, Italien, Spanien, da wird der Radsport wirklich noch ganz groß geschrieben. Und da fahren wirklich auch viele hobbymäßig und spulen ein bisschen die Kilometer runter. So, fangen wir mal an. Eine richtige Steckachse hier, oder? Genau, richtige Steckachse aus Aluminium. Wird hier wirklich reingedreht, bringt einfach, sie ist leichter als früher und sie bringt deutlich mehr Stabilität. So, und auch die Scheibenbremsen, das ist heute Standard. Die sind so krass integriert, dass du die von der Seite hier überhaupt nicht mehr sehen kannst. Du siehst keine Zügel mehr. Von der anderen Seite hast du es noch gesehen. Was ist denn das für eine Bremse?
Das ist jetzt halt auch eine Ultegra, ja, hydraulische Scheibenbremse von Shimano. Und die haben halt schon verglichen, also wir haben ja hier Vollcarbon-Felgen. Früher hast du halt das Problem gehabt, eine Felgenbremse auf Carbon, die hat nie wirklich so richtig gebremst. Die hat immer alles gemacht, nur nicht das, was du wolltest. Erst hat sie gar nicht gebremst, dann wurden die Bremsklötze so heiß, dass sie quasi blockiert haben. Und heute hast du halt mit der Scheibenbremse so eine schöne, akkurate Verzögerung, das macht richtig Laune. Also das heißt, es gibt einen riesen Baukasten und ihr habt einmal die Geometrie natürlich bestimmt durch den Rahmen. Dann habt ihr das Beste vom Besten genommen, was es irgendwie gibt. Und dann habt ihr gesagt, wir bauen mal 100 Stück und habt einen Preis kalkuliert und sagt, zu dem Preis ist das rattenscharf. Was habt ihr denn so gedacht? Was soll es denn kosten dieses Jahr 2023? Absolut, also los geht's, sag ich jetzt mal mit der 105 Ausstattung und ZIP 303 irgendwo bei knapp über 4. Also das ZIP-Rad ist dabei, der Lauchholzsatz. Genau, richtig. Und in der Premium-Ausstattung dann wirklich mit Dura Ace und Cosmic Carbon Ultimate bist du dann irgendwo bei knapp über 8. Was sich im ersten Moment vielleicht viel anhört. Derjenige, wo sich jetzt auskennt und weiß, was dann da dran ist, wird sich denken, wie geht es so günstig? So, und jetzt Frage, was habt ihr denn hier für einen Carbon verwendet? Hat das noch ein bisschen Flex oder ist es bocksteif? Nee, das hat schon ein bisschen Flex. Also ist extrem steif, aber trotzdem mit Flex. So, der Komfort bleibt nicht auf der Strecke. So, du darfst mal einen Finger nehmen, Vincent oder Fabian, und darfst es mal anheben, denn das Ding wiegt zweimal gar nichts, oder? Das wirkt wirklich extrem wenig, insbesondere auch mit den hydraulischen Scheibenbremsen sind die Räder tatsächlich auch wieder schwerer geworden. Also früher hast du schon auch einfach mal Räder unter 6,8 Kilogramm gebaut. Das ist heute echt extrem schwer und da unter 7 zu kommen, ist schon echt eine Herausforderung. Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ich jetzt so ein Fahrrad habe und habe jetzt hier 7 Kilo und ich habe ein Rad, das wiegt 10 Kilo. Macht das im Sport viel aus? Das macht viel aus, ja. Warum? Weil du im sportiven Bereich, wenn du wirklich im Wettkampf unterwegs bist, hast du halt schon dein Idealgewicht. Sonst könnte man vielleicht woanders noch leichter ansetzen, aber du hast einfach dein Idealgewicht und dann ist alles Watt pro Kilo. Also im Grunde geht es wirklich um Leistung, eben um Watt. Und je weniger Systemgewicht du hast, insbesondere auch bei den Laufrädern, bei der rotierenden Masse. Bewegten Masse, ja, da macht es besonders viel aus. Die wiegen auch nichts, die Laufräder? Die wiegen gar nichts. Also hier haben wir die Cosmic SL, so, geht dann hoch bis zu den Cosmic SLR und dann auch den Ultimates, die haben dann 1200 und ein paar verquetschte Gramm der Laufradsatz. Komplett. Klar, nackt natürlich, ohne Reifen, aber das ist schon echt eingespeicht, fertig. Eingespeicht, im Grunde Scheiben drauf, Kassette drauf und Reifen und dann geht's los. Kriegt ihr die fixen fertig vom Hersteller oder baut ihr komplett selber zusammen? Bauen wir komplett selber zusammen. Echt? Ja. Aufwand pro Stück? Gut, die ersten ein bisschen länger, oder? Die ersten deutlich länger. Ja, wenn du routiniert bist, brauchst du 2 Stunden, gute 2 Stunden, aber dann bist du schon auch richtig fit. So als Laie brauchst du dann einen Tag dafür. Tag. So, und dann. Bis du überhaupt den kriegst. So, die Züge sind alle innenliegend. Das war euch wichtig, aber das Wechseln ist immer ein Graus, oder geht's? Ja, also im Grunde muss man zum Glück kaum wechseln. Aber auch hier sind wir jetzt halt hingegangen und haben eben dann angefangen, tatsächlicherweise im Detail zu optimieren. Wir gehen hier hin und machen auch komplett Hidden Cable im Vorderradbereich. Rahmengrößen gibt es verschiedene? Ja, 5 Stück, von S bis XL. So, jetzt großes Thema ist natürlich auch dieser Sensor, den man integrieren kann, glaube ich, dass du über eine App irgendwas ablesen kannst. Klär mich mal auf, wie funktioniert das? Das nennt sich dann Powermeter. So, dann hast du quasi hier im Pedal entsprechend, können wir von der anderen Seite. Ja, da warte. Hast du, so, da passiert dann wirklich großartig. Ist ja schon eingebaut? Das ist hier schon eingebaut, ist wirklich am Pedal dran und dann hast du in Echtzeit deine gefahrene Leistung. Also du siehst dann, wie viel Watt drückst du gerade. Du siehst außerdem die Geschwindigkeit und die Kadenz, also mit welcher Trittfrequenz bin ich da gerade unterwegs. So, Bremse ist eine Zweikolben, das langt auch, weil bei 7 Kilo gibt es nicht groß zu verzögern. Die wird heiß beim Abfahren? Die wird dann schon warm, ja, da wird die Bremsscheibe schon warm, aber das ist nichts, was die nicht könnte. Kann man das fahren in Deutschland auf der Straße? Ja, mit den Schlaglöchern und allem? Nee, ja,
Also der Trend beziehungsweise die Entwicklung ist zu ja besseren Straßen. Der Trend geht, ich hoffe, dass der sich durchsetzt. Aber die Reifen sind breiter geworden, tatsächlicherweise. Sag mal. Ist da überhaupt noch Luft drin in dem Reifen oder ist es Vollgummi? Es ist tatsächlich Luft drin, aber kein Schlauch, also tubeless. So, und dann hast du quasi noch etwas Milch und dann hast du quasi eben Dichtmilch und dann bist du da einfach auch noch mal ein bisschen leichter unterwegs. Okay, tubeless, jedes Gramm zählt ja. Was wäre jetzt Frevel, hier ein also hier so einen Fahrcomputer zu verwenden, der zu schwer ist? Ist der auch schon gewichtsoptimiert? Hier der Wahoo, ist das von Yahoo eine Tochter? Das ist der Wahoo, das ist schon tatsächlich State of the Art. Da sehe ich halt einmal komplett alles, angefangen von Watt, Geschwindigkeit bis Steigung. Ich habe eine Navigation noch mit dabei. Wenn ich mal im Ausland unterwegs bin, kann ich mir da auch an der App schon Routen planen, die hochladen und dann nachfahren. So, der Sattel ist bockschwer. Der Sattel ist natürlich auch nochmal gewichtsoptimiert. Der ist komplett aus Carbon, oder? Einmal komplett aus Carbon, genau. Man denkt zwar, man sitzt da nicht gut drauf, aber mit einem guten Polster ist das wirklich eine gute Sache. Man sitzt ja auf den Sitzhöckern und nicht auf dem Sattel. Das ist so der. Aber das ist am Anfang, du fährst das ganze Jahr über immer wieder mit Training zu Hause? Wir sind jetzt lang gar nicht gefahren. Jetzt mit den eigenen Rennrädern fahren wir wieder regelmäßig. Und eben auch mal im Winter, klar, muss man sich ein bisschen warm anziehen, aber es geht schon. Also 5 Rahmengrößen, 2 Getränkehalter. Keine Batterie. Kann man damit schön berghof fahren mit dem Ding? Keine Batterie, stimmt sogar nicht ganz. Also wir brauchen tatsächlich für die elektrische Schaltung eine kleine, wirklich eine mini kleine Batterie. Aber keine für den Antrieb? Keine für den Antrieb, nee, komplett ohne Motor. Und es kommt dieses Jahr noch, das Rad? Ist ab jetzt verfügbar. Es kommt. Also das heißt, ihr baut jetzt schon welche zusammen. Ja. Die Sachen sind da. Das ist das neue Logo übrigens, MyVelo. Hat die Agentur gut hinbekommen. Name von der Agentur? Scriptflow. Scriptflow. Ja. Okay. So, Ultegra Tourmalet. Der Berg ist wo? Der Berg ist in Frankreich, in den Pyrenäen dort. Ist ein ganz, ganz bekannter Berg, eben von der Tour de France. Fast jedes Jahr im Programm. Und war ein super Namengeber für uns für ein ganz, ganz leichtes Bergrad. Full Carbon, Lenkercarbon? Lenkercarbon? Ja, in dem Fall noch nicht, ne? Das ist ein Alulenker. Beim Verona sehen wir jetzt gleich noch, haben wir komplett auch Vollcarbonlenker. So, ihr habt auch Gravelbikes im Programm. Die kommen jetzt auch noch. Ist der Rahmen der gleiche beim Grill? Nee, ein komplett anderer. Da habe ich einfach auch noch mal ein bisschen mehr Reifenbreite. Deshalb muss die Gabel anders sein. Ich habe auch an der Gabel dort noch mal die Möglichkeit für Taschen. Komm, wir gehen mal gerade zum Verona. Preis von denen nochmal, wo fängt es an? Knapp unter 5, ja, realistisch gesehen. Irgendwo bei 4, 7. Also das ist günstig, sagst du? Das ist mega günstig. So, und das ist das Verona, das habt ihr auch schon zusammen gedengelt. Das ist ein anderer Rahmen, nee. Doch, das ist ein anderer Rahmen. Das ist ein Aero-Rahmen. So, werden wir gleich ein eigenes Video zu machen. Kurzer Unterschied von dem zu dem, das ist ein kleiner Rahmen jetzt, oder? Ja, genau, das ist jetzt nochmal eine Nummer kleiner. So, und Unterschied hier, Hauptunterschied von dem einen zum anderen jetzt? Hier geht es dann doch nochmal mehr um Aerodynamik. Okay, also alles noch windschnittiger noch. Okay, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Rennrädern und ich hoffe, ihr lasst mich leben. Was sagt die Fachpresse denn zu euren Rädern? Durfte da jemand schon mal testen? Sind gerade aktuell in mehreren Tests drin. Unter anderem jetzt halt auch nächste Woche in der Tour mit dabei. Und ja, wir sind da gespannt auf deren Urteil. Wir persönlich können aus Erfahrung sagen, es fühlt sich gut an und es ist auch richtig schnell. Ja, die haben ja eure Räder schon oft getestet. Also das, ist das Mountainbike nochmal Name? Das Himalaya? Ja, das Himalaya haben die ja getestet. Und die fanden es alle geil. Bis auf die Optik haben sie gesagt, Intube und so. Ja, habe ich gelesen. Ja, ich habe gelesen, was sie so schreiben. Aber bei euch ist ganz wichtig, es zählt zunächst mal die Optik, keine Frage. Aber viel wichtiger ist die Funktion. Also ihr fahrt ja selber Radrennen und ihr sagt, also ich sag mal, ein Rad, was noch viel besser ist, wirst du kaum finden. Genau, richtig. Das ist der Anspruch. Da jetzt halt auch ein paar eingesessene Hersteller so ein bisschen zu duellieren. Und dafür treten wir auch an.
Okay, 11. März 2023. Habt ihr gut gemacht. Was war deine Aufgabe bei dem Projekt? Weil du redest so wenig. Gut aussehen. Gut, ich lasse es mal so stehen. Fabian und Vincent aus Oberkirch 77704, myvelo.de, und ich bin mal sehr gespannt, wie das abgehen wird. Danke fürs Einschalten. Tschüss.